Als sogenannter Hybridhund ist der Maltipoo mit seinem niedlichen Teddy-Look eine Kreuzung zwischen einem Malteser und einem Zwerg- bzw. Toy-Pudel. Geschichte und Herkunft des Maltipoo. Designer-Hunderassen wurden in den letzten Jahrzehnten populär. Ziel beim Maltipoo war es, einen kleinen, intelligenten und hypoallergenen Begleithund zu schaffen, der das Beste beider Elternrassen vereint. Als ein Elternteil hat der Malteser seine Wurzeln als Schoßhündchen vornehmer Damen in der Antike. Die Rasse war ursprünglich vor allem im Mittelmeerraum verbreitet. Pudel hingegen waren schon immer Jagdhunde, die speziell zur Jagd am oder im Wasser eingesetzt wurden und daher ganz andere Charaktereigenschaften mitbringen als der als Gesellschaftshund beliebte Malteser. Da es sich beim Maltipoo um eine Hybridrasse handelt, wird er heute von verschiedenen, meist nicht in Zuchtverbänden organisierten Züchtern weltweit gezüchtet. Qualität, Zucht und Gesundheit der Welpen hängen daher stark von der Seriosität und Verantwortung des jeweiligen Züchters ab. Ein ernsthafter Züchter wird nur erstklassige Pudel und Malteser verwenden, um die daraus entstandenen Maltipoos der F1-Generation in einer Kreuzung von Maltipoos untereinander weiter zu verwenden. Um dauerhaft stabile Rassemerkmale zu erhalten, ist eine weitere Verpaarung von Maltipoos untereinander wichtig. Dabei stabilisieren sich die Rassemerkmale erst ab der dritten, also der F3-Generation. Um bestimmte Rassemerkmale einer der ursprünglichen Elternrassen zu verstärken, wird ein Maltipoo häufig auch wieder mit einem reinrassigen Pudel gekreuzt. Wird ein Maltipoo der zweiten Generation, zum Beispiel mit einem reinrassigen Pudel gekreuzt, spricht man von einer F2b-Generation. Aussehen des Maltipoo. Je nachdem, ob an der Entstehung des Maltipoo ein Zwerg- oder ein Toy-Pudel beteiligt war, ist ein kleiner bis mittelgroßer Hund mit einer Größe von etwa 20 bis 35 cm und einem Gewicht zwischen 2,5 und 10 Kilogramm. Das Fell des Maltipoo ist weich, lockig oder gewellt und kann eine Vielzahl von Farben aufweisen, darunter weiß, creme, aprikot, silber, grau, schwarz oder eine Kombination aus diesen Farben. Das Haarkleid ist meist mittellang bis lang und hart wenig bis gar nicht. Diese Eigenschaft macht den Maltipoo für Menschen mit Allergien besonders geeignet. Maltipoos haben dunkle, ausdrucksstarke Augen und eine schwarze, braune oder auch rosafarbene Nase, was ihnen das besondere Teddybär-Aussehen verleiht. Der Körperbau ist kompakt und gut proportioniert, mit geraden Beinen und einer leicht gebogenen Rute. Wesen, Charakter und Erziehung des Maltipoo. Der Maltipoo ist ein freundlicher, verspielter und intelligenter Hund. Er kann sich schnell an unterschiedliche Umgebungen und Lebensstile anpassen und entwickelt eine große Zuneigung zu seinem Herrchen oder Frauchen. Maltipoos sind relativ leicht zu erziehen. Ihr Wunsch, ihrem Besitzer zu gefallen, dem sogenannten Will to Please, macht sie zu einer besonders lernfreudigen Rasse. Auch wenn sie ihr Maltipoo mit herzerweichendem Blick ansieht, wenn er eine kleine Dummheit angestellt hat, seien sie dennoch stets konsequent, aber auch geduldig und liebevoll in seiner Erziehung. Maltipoos lieben Kinder, vorausgesetzt sie fühlen sich angemessen behandelt und respektiert. Kinder sollten also frühzeitig lernen, dass die vierbeinigen Spielgenossen auch Auszeiten benötigen und sich hin und wieder an einen ruhigen Ort zurückziehen wollen, an dem sie sich ungestört vom gemeinsamen Herumtoben erholen können. In der Regel kommen Maltipoos gut mit anderen Hunden aus. Fremden gegenüber sind sie meist freundlich und offen. Daher sind sie als Wachhunde kaum und als Schutzhunde wegen ihrer geringen Größe gar nicht zu gebrauchen. Sehr gut eignet sich der Maltipoo als Therapiehund, denn sein empathisches und liebevolles Wesen gibt kranken oder älteren Menschen, Behinderten und Kindern Freude und Gelassenheit, was sich zum Beispiel auch positiv auf einen niedrigeren Blutdruck auswirkt. Auslauf, Pflege und Haltung des Maltipoo. Der Maltipoo liebt tägliche Spaziergänge und Spielzeit im Freien. Als besonders cleveres Kerlchen möchte er auch geistig gefordert werden.
Spezielle Intelligenzspielzeuge, Futterrätsel und Gehorsamkeitstraining wie Obedience oder auch Apportierspiele machen ihm besonderen Spaß. Seine hohe Intelligenz, die ihm der Pudel vererbt hat, prädestiniert ihn auch für das Erlernen kleiner Kunststückchen. Auch für einen Hundesport wie Agility, Disc-Dogging oder Nasenarbeit lässt er sich begeistern. Das lange, lockige oder gewellte Haarkleid, das er vom Malteser geerbt hat, muss regelmäßig gebürstet werden, um Verfilzungen zu verhindern. Gelegentliches Trimmen und Schneiden der Haare kann ebenfalls nicht schaden. Je nach Bedarf kann man den Maltipoo in regelmäßigen Abständen baden. Verwenden Sie dabei aber ein mildes, rückfettendes Hundeshampoo und achten Sie darauf, dass das Fell gründlich ausgespült wird. Das Baden sollte nicht zu häufig erfolgen, da dies dem natürlichen Fettgehalt der Haut des Hundes schadet und zu Hautirritationen und Allergien führen kann. Rassetypische Krankheiten beim Maltipoo. Nicht selten wird behauptet, dass der Maltipoo als Hybridhund, was ja genau genommen ein Mischling ist, gesünder ist als viele Rassehunde. Dies ist aber nur bedingt richtig, da seriös gezüchtete Rassehunde viele Untersuchungen absolvieren müssen, ehe sie überhaupt zur Zucht zugelassen werden. Da es für den Maltipoo bisher weder Rassestandards noch verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen für die Elterntiere gibt, sollten Sie sich vom Züchter unbedingt Tests und Ergebnisse von Untersuchungen der Hundeeltern vorlegen lassen, bevor Sie einen Welpen erwerben. Trotz einer per se höheren genetischen Vielfalt, die normalerweise eine bessere Gesundheit garantiert, gilt es, Vorsicht walten zu lassen. Maltipoos leiden meist an den gleichen Krankheiten, für die auch die Eltern anfällig sind. Die Hunde können zum Beispiel von Patellaluxationen, bei denen die Kniescheibe aus ihrer normalen Position herausrutscht, betroffen sein. Dies kann zu Lahmheit und Schmerzen führen. Auch Augenprobleme wie verstärkter Tränenfluss, Augenentzündungen, Katarakte und progressive Netzhautatrophie, eine erbliche Erkrankung, die zur Erblindung führen kann, treten bei dem kleinen Hybridhund häufiger auf. Ansonsten sind die kleinen Hunde grundsätzlich anfälliger für Zahnsteinbildung, Karies und Zahnfleischerkrankungen, daher ist beim Maltipoo eine gute Zahnpflege besonders wichtig. Ist der Maltipoo für Allergiker geeignet? Gerne wird der Maltipoo, wie auch andere Designerhunde, als besonders für Allergiker geeignet beworben. Nicht oder kaum haarende Hunde wie der eingekreuzte Pudel sind zwar besser für einen Allergiker geeignet, da so auch weniger Kontakt mit ausgefallenem Haar und den Hautschuppen, welche die allergische Reaktion auslösen, entsteht. Grundsätzlich gibt es aber derzeit keine Hunderasse, die völlig frei von Allergenen ist.